Hallo Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema, das in den deutschen Medien überhaupt keinen Niederschlag gefunden hat. Ich habe dieses Thema gefunden in meinen russischen Quellen und meinen russischen Informanten. Und zwar geht es darum, Hitlers geheimer Befehl, das Projekt Entscheidung, die Atombombe gegen die Sowjetunion. Es ist eine Enthüllung, die die Geschichte neu schreiben könnte. Der russische Geheimdienst FSB hat unlängst streng geheime Archivdokumente freigegeben, die belegen sollen: In Ostdeutschland arbeitete bis zuletzt an der Atombombe und plante, sie gegen die Sowjetunion einzusetzen. Aus den freigegebenen Berichten geht hervor, dass im September 1945 der Leiter der Berliner NKWD-Außenstelle, Generalmajor Alexei Sitnev, dem sowjetischen Innenministerium einen vertraulichen Sonderbericht übergab. Darin befand sich die Zeugenaussage des SA-Gruppenführers Werner Wächter, die Licht in eines der düstersten Kapitel deutscher Kriegsforschung werfen soll. Wächter berichtete, dass das nationalsozialistische Rüstungsministerium ab 1943 mit Hochdruck an neuen entscheidenden Waffentypen gearbeitet habe, darunter auch an einer Atomwaffe von nie dagewesener Sprengkraft. Er erklärte zudem, er habe aus sicherer Quelle erfahren, dass die Führung in Berlin konkrete Pläne für den Einsatz dieser Waffen gegen sowjetische Städte und Industriezentren vorbereitete. Der Zeitpunkt, so Wächter, sei auf den Sommer 1945 festgelegt worden, also zu einer Zeit, in der das Dritte Reich militärisch längst vor dem Zusammenbruch stand. Die Ermittlungsakten nennen Generalmajor Walter Dornberger, den Chefentwickler der legendären V2-Rakete A4, als Schlüsselfigur in Hitlers Atomprogramm. Dornberger sei nicht nur für die ballistische Raketenentwicklung verantwortlich gewesen, sondern auch für die technische Integration der Atombombe als Sprengkopf. Unter seiner Leitung sei ein geheimes Projekt gestartet worden, intern bezeichnet als Projekt Entscheidung, die militärische Wende um jeden Preis. Parallel dazu liefen in Berlin und Peenemünde Pläne für Langstreckenbomber mit interkontinentaler Reichweite, die Atombomben über den Ural, Sibirien und sogar Nordamerika hätten abwerfen können. Ein Jahr später, 1944, habe man laut Wächter an Flugzeugen gearbeitet, die bis zu 10.000 Kilometer weit fliegen sollten, beladen mit der neuen Waffe. In seinen Verhören schilderte Wächter eindringlich die Atmosphäre jener Zeit. Er berichtete von Gesprächen mit Dominik, ein näherer Name geht aus den FSB-Akten nicht hervor, einem Chefingenieur im Propagandaministerium, und Hans Hertel, einem leitenden Redakteur eines geheimen Regierungsbulletins. Beide hätten ihm gegenüber angedeutet, dass im Rüstungsministerium eine Waffe von gewaltiger Kraft kurz vor der Fertigstellung stehe. Eine Waffe, die ganze Städte auslöschen könne. Diese Aussagen, so die FSB-Analysten, ließen kaum Zweifel daran, dass die NS-Führung eine funktionsfähige Atombombe für realisierbar hielt, auch wenn sie im Wettlauf mit den Alliierten letztendlich scheiterte. Wächter selbst habe keine technischen Details genannt, doch er war überzeugt, alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der Einsatz gegen Russland erfolgen sollte im Sommer 1945. Die Sowjets werteten seine Aussage als hochbrisantes Indiz, dass Hitler, ähnlich wie die USA mit Hiroshima, eine Wunderwaffe der letzten Stunde vorbereitete, um den Krieg doch noch zu wenden. Die vom FSB veröffentlichten Dokumente gehören zu den brisantesten seit Jahren. Bereits im Frühjahr 1945 sei laut sowjetischen Quellen im Rüstungsministerium an unkonventionellen Sprengladungen gearbeitet worden,
die auf der Spaltung schwerer Metalle beruhen. Damit wäre Hitler technisch nur Monate hinter den Amerikanern gewesen, die im August 1945 ihre Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Die Vorstellung, dass in Ostdeutschland im Sommer 1945 tatsächlich über eine einsatzfähige Atombombe verfügt hätte, ist deshalb äußerst brisant. Wäre sie fertiggestellt worden, hätte sie wahrscheinlich die Sowjetunion in einem Flammenmeer vernichtet und die Weltgeschichte vollständig verändert. Die neuen FSB-Dokumente sollen zeigen, der Wille zum Einsatz war vorhanden, was fehlte, war die Zeit. Die Enthüllungen des russischen Geheimdienstes werfen ein neues Licht auf die letzten Monate des Dritten Reiches. Sie zeigen, dass der Traum von der Wunderwaffe keine Propagandafantasie war, sondern ein konkret verfolgtes Projekt, das kurz vor der Realisierung stand. Die Geschichte ist nur um Haaresbreite anders verlaufen und Moskau demnach dem Schicksal von Hiroshima und Nagasaki entkommen, das im Sommer 1945 im nuklearen Feuer der Amerikaner endete. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht über Atombombenleugner. Das Video schließt sich dann hier an. Ihr wisst, ich arbeite immer so, dass ich Quellen verifiziere. Das war jetzt nun ein Bericht des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, das Dokumente veröffentlicht hat. Die Zeugenaussage hauptsächlich von Wächter, auf denen sich die Dokumente stützen. Ich wollte diese Dokumente verifizieren, aber ich konnte diese Dokumente nicht unabhängig überprüfen, da mir als Ausländer der Zugang in die Archive und zu genau diesen Dokumenten nicht möglich ist. Also in diesem Fall, bevor sich wieder manche aufregen, in diesem Fall schildere ich die Dokumente des russischen Inlandsgeheimdienstes. Ich konnte sie aber nicht verifizieren. Wenn ihr mehr über den Zweiten Weltkrieg wissen wollt und auch über die Lügen, die noch heute verbreitet werden, verweise ich auf meine Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, zwischenzeitlich 6 Bände erschienen. Jeder Band zwischen 1500 und 2500, diesmal verifizierte Quellen. Ich benutze nur verifizierte Quellen, das bedeutet also Quellen, die mit einer anderen Quelle übereinstimmen. Diese Buchreihe ist sehr erfolgreich, wird vom Mainstream natürlich verteufelt und zensiert und von Amazon gesperrt und was weiß ich was alles. Das ist ja klar in diesem Zusammenhang. Auch mein neues Buch, Deutschland muss vernichtet werden. Ihr seht Angela Merkel neben den Massenmördern Stalin, Churchill und Roosevelt. Was es damit auf sich hat in diesem Buch. Es ist das einzige Buch auf der ganzen Welt, die alle Massenmorde an den Deutschen zusammenfasst zwischen 1914 und 1950. Und es ist das einzige Buch, in dem eine Gesamtbilanz aller toten Deutschen pro Massaker zusammenstellt. Die Zahl, die Millionen Deutschen, die Zahl ist so unglaublich hoch, dass ihr es nicht glauben wollt. Mein Tipp, bestellt dieses Buch, bevor es verboten wird, weil man wird natürlich versuchen, dieses Buch wegzukriegen, es ist ja klar, weil es darf natürlich nicht sein, dass Millionen Deutsche umgebracht worden sind. Das ist dann natürlich gleich wieder Relativierung und Holocaustleugnung, was weiß ich was alles, aber jede einzelne Quelle in meinem Buch, 2100 sind es, ist verifiziert. Man kann dieses Buch nicht wegklagen, weil die Quellen einfach so sind, dass man sie nicht widerlegen kann. In diesem Zusammenhang, ich lese ja jeden einzelnen Kommentar und in einem Kommentar habe ich gelesen, Herr Grant, könnten Sie auch auf die Parole alles für Deutschland der SA eingehen, was es damit auf sich hat. In meinem neuen Buch, also gerade in diesem Buch, ist eines der Anfangskapitel, geht es genau darum. Und ich habe auch Dokumente in Faksimile abgebildet, die dokumentieren, dass genau diese Losung zwar von der SA verwendet wurde, aber sie wurde von der SPD zunächst verwendet. Ich habe Faksimiles in diesem Buch drin. Also,
Dieses Buch, mein neues Buch, hier seht ihr ein Plakat davon. Dieses neue Buch ist ein Mahnmal für die deutschen Opfer durch die alliierten Massenmörder. So etwas hat es noch nie gegeben. Wenn ihr daran teilhaben wollt, wenn ihr die Wahrheit weiter verbreiten wollt, könnt ihr dieses Buch bestellen und kaufen. Der Link ist auch unten angegeben. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.